Ich habe hier eine Apple Watch Series 6 GPS Plus Cellular. Diese Uhr kann ich auch unabhängig von einem Smartphone nutzen, zum Beispiel zum Telefonieren, zum Musik hören und so weiter. Diese Apple Watch ist die erste, die ich mal ein paar Wochen zur Verfügung hatte. Ich habe bisher nie eine besessen. Und dieses Modell gehört mir auch nicht. Es wurde mir von Apple zur Verfügung gestellt für einen Testbericht über die Gesundheitsfunktionen, der im PC-Tipp erscheinen wird. Das Modell hat mich von der Idee her sofort begeistert, weil ich mir gedacht habe, wenn das telefonieren kann, wenn das unabhängig von einem Smartphone ins Internet kann, ja, brauche ich dann überhaupt noch ein Smartphone oder brauche ich keins mehr? Ich habe mir dann folgende Kriterien überlegt, die die Apple Watch erfüllen muss, damit ich gar kein Smartphone mehr benötige. Natürlich muss ich damit Anrufe entgegennehmen und tätigen können, Messages senden und empfangen. Sie muss auch über eine Zahlungsfunktion verfügen, damit ich auch das Portemonnaie zu Hause lassen kann. Sie soll meine Fahrscheine anzeigen können und nicht zuletzt will ich natürlich auch über das aktuelle Weltgeschehen informiert sein. Alles andere, was ich sonst noch mit dem Smartphone mache, habe ich mir vorgestellt, kann ich dann auch auf dem PC oder einfach mit meinem iPad machen. Nun gut, ich habe das dann ein bisschen ausprobiert und was ich schon mal sagen kann, telefonieren ist kein Problem. Die Apple Watch verfügt sozusagen über eine Freisprechfunktion, sodass man nicht mal Kopfhörer braucht. 5 Minuten drin, ja. Ja, okay. Einfach für ihn Spaghetti gemacht und für uns Risotto. Allerdings im Alltag bedeutet es schon, dass man immer Kopfhörer dabei haben muss, wenn man dann wirklich erreichbar sein will und nicht will, dass jeder zuhören kann. Bezahlen mit der Uhr hingegen ist kein Problem. Apple Pay ist drauf und man kann eigentlich überall bezahlen, wo kontaktloses Bezahlen vorgesehen ist. Beim Messaging muss ich sagen, naja, SMS geht, alles was über den Apple Messenger geht, geht auch. Aber wenn man Threema nutzen möchte oder auch WhatsApp, geht es dann wieder nicht, weil diese Apps für die Smartwatch nicht wirklich vorhanden sind. News lesen geht auch nicht so richtig. Die Schlagzeilen, die kommen rein. Wenn man dann den ganzen Artikel anschauen will, bräuchte es dann eben wieder ein Tablet oder ein Smartphone. Etwas anderes, was ich mir vorher nicht überlegt habe, habe ich natürlich auch noch vermisst. Die Kamera. Im Alltag mache ich dauernd irgendwelche Aufnahmen und das geht mit der Apple Watch natürlich nicht. Ich denke, die Apple Watch 6 ist eine coole Smartwatch, aber das Smartphone ersetzen, das kann sie noch nicht. Und ich gebe es zu, das hat auch niemand versprochen. Ich bin aber trotzdem gespannt, wie sich der Smartwatch-Markt weiterentwickelt, denn es wäre schon cool, man könnte alles, was man mit dem Smartphone im Alltag so macht, einfach mit einer Uhr machen, die man immer dabei hat. Wenn du Interesse hast an mehr solchen Beiträgen, dann abonniere meinen Kanal auf YouTube.